In diesem Video werde ich dir 5 Konten ohne Informationsaustausch OECD CRS vorstellen, die wir für dich komplett legal eröffnen können. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache: Kontoeröffnung außerhalb der EU, Kontoeröffnung außerhalb des OECD CRS. Das ist natürlich ein wichtiger Bestandteil für jeden wirklichen Plan B. Und zum Thema Plan B veranstalten wir auch regelmäßig ein zweitägiges Intensivseminar, und das ist unser Schweizer Taschenmesser für deinen Plan B. Das findet regelmäßig in Zürich statt. Auch demnächst wieder Informationen dazu auf unserer Webseite. Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Da geht es natürlich nicht nur um Bankkonten, sondern auch um zweite Staatsbürgerschaften, Aufenthaltsgenehmigungen, Dinge wie zum Beispiel die internationale Diversifizierung deines Vermögens, Edelmetalle, Krypto, Firmengründung im Ausland, Stiftungen und um vieles mehr. Neben dem Daniel Taborek und mir ist auch wieder der General außer Diensten Erich Warth dabei, lange Sicherheitsberater von Kanzlerin Angela Merkel. Er kennt zum Beispiel Wladimir Putin persönlich. Und für einen Plan B ist ja ganz wichtig, dass man die geopolitische Situation richtig einschätzt, und genau dabei wird uns der General Warth unterstützen. Wie gesagt, alle Details auf unserer Webseite. Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Viele von euch interessieren sich dafür, ein Konto zu eröffnen außerhalb der EU und natürlich auch ein Konto bei einer Bank in einem Land, das nicht am automatischen Informationsaustausch OECD CRS teilnimmt. Diesen Austausch gibt es ja jetzt schon seit bald 10 Jahren regelmäßig, und zwar jährlich werden hier Daten zu deinem Konto ausgetauscht mit deinem heimischen Finanzamt. Zunächst mal einfach nur 4 Kontosalden. Was ist im letzten Jahr auf dem Konto eingegangen? Was ist seit Kontoeröffnung darauf eingegangen? Was ist im letzten Kalenderjahr von dem Konto abgegangen? Was ist seit Kontoeröffnung von dem Konto abgegangen? Plus natürlich dann deine ganzen persönlichen Informationen, die du bei der Kontoeröffnung angegeben hast, wie zum Beispiel Adresse, Name, Geburtsdatum und auch deine Telefonnummer und deine Steuernummer. Diesen Informationsaustausch gibt es laut den Behörden deswegen, damit man Verbrechen bekämpft, zum Beispiel Terrorismusfinanzierung und auch die Geldwäscherei. In Wirklichkeit dient es aber dazu, natürlich Steuern zu erheben. Wenn du daran Zweifel hast, dann würde ich dir einmal das Buch von Professor Gabriel Zuckmann empfehlen, das jetzt gerade erschienen ist. Es heißt Reichensteuer, ist auch auf Deutsch erschienen im Suhrkamp Verlag, und da beschreibt er genau das, wie man den Informationsaustausch dazu verwenden kann, um eine Vermögenssteuer auf die Superreichen zu erheben. Und du weißt ja, wie das ist. Erst werden die Steuern für die Reichen erhoben und dann ist auf einmal jeder davon betroffen. Bestes Beispiel dafür immer die Abgeltungssteuer. Abgeltungssteuer wurde ja 2008, 2009 in Deutschland eingeführt. Zunächst mal hat man gesagt, geht es hier um die Reichen, die ihr Geld in der Schweiz verstecken. Sie will man bestrafen, sie will man besteuern, und dann hat es am Ende jeden getroffen. Deswegen hat jeder Bürger natürlich ein berechtigtes Interesse daran, auf legale Art und Weise, ich rede nicht davon, etwas Illegales zu tun, auf legale Art und Weise vor dem Staat letztlich zu verstecken, was sein Vermögen ist. Wir wussten ja schon, dass auch schon die Nazis immer sehr daran interessiert waren, was die Deutschen im Ausland für Vermögen halten. Zum Teil hat man eine Missachtung dieser Offenlegungspflichten bei den Nazis mit Todesstrafe bedroht, und man hat wirklich das Gefühl, dass es heute in die gleiche Richtung geht. Natürlich keine Todesstrafe, aber dennoch hat man das Gefühl, dass ein solches Verhalten, also der Schutz der Privatsphäre, kriminalisiert wird. Tatsächlich ist es aber so, dass du ein Konto im Ausland legal eröffnen darfst, egal ob die Bank, egal ob das Land am Informationsaustausch teilnimmt oder nicht. Das ist komplett egal, das kann dir niemand verbieten. Du musst natürlich alles, was du da an Einnahmen hast, dem Finanzamt in der Steuererklärung melden. Das ist völlig klar. Also wenn du da Zinsen bekommst oder andere Einnahmen, dann musst du das natürlich auf der Steuererklärung angeben. Aber es gibt in Deutschland keine Pflicht, ein Auslandskonto separat zu melden. Auch gibt es keine Pflicht, Überweisungen auf dieses Konto zu melden. Du hast es richtig gehört. Wenn du auf dein eigenes Konto im Ausland Geld überweist, dann bist du von den entsprechenden Regelungen im Außenwirtschaftsverkehr nicht betroffen. Und aufgrund all dieser Tatsachen darf es dich jetzt nicht weiter verwundern, dass wir natürlich für unsere Mandanten schon seit langem Konten im Ausland in genau solchen Ländern eröffnen. Länder, die nicht am Informationsaustausch teilnehmen. Das große Problem ist natürlich dabei, dass mittlerweile die meisten Länder
Länder, und zwar fast alle wichtigen Länder, am Informationsaustausch teilnehmen. Das heißt also, nun eine glaubwürdige Bank in einem glaubwürdigen Land zu eröffnen, das ist schon ziemlich schwierig. Und daher muss ich dir auf jeden Fall sagen, dass wenigstens die meisten Banken, über die wir jetzt gleich sprechen werden, dass man dort mit Vorsicht Geld anlegen muss. Das sind jetzt keine Top-Banken in der Regel, die meisten von ihnen jedenfalls nicht. Keine führenden Banken. Also ich weiß nicht, ob ich da sehr große Beträge deponieren würde. Diese Konten eignen sich natürlich als Plan B-Konten, dass man ein weiteres Konto hat. Da kann man natürlich ruhig ein bisschen Geld hinpacken. Aber jetzt für die ganz großen Beträge, da wäre ich schon ehrlich gesagt vorsichtig. Ich würde keinesfalls sagen, dass diese Banken so gut sind wie zum Beispiel eine Bank in Singapur oder in Liechtenstein. Des Weiteren ist es natürlich sehr wichtig, dass du weißt, dass es nicht so einfach möglich ist, ein Konto zu eröffnen, ohne einen Wohnsitz in dem Land zu haben, wo sich die Bank befindet. Nur wenige Banken in Ländern, die am Informationsaustausch nicht teilnehmen, tun dies. In der Schweiz ist es ja ohne weiteres möglich, in Liechtenstein zum Beispiel auch, wenn du dort nicht wohnst, ein Konto zu eröffnen. Da findet dann eben der Informationsaustausch statt. Aber in einigen der Ländern, die ich dir gleich sagen werde, ist das eben gar nicht mal so einfach. Das heißt, vielfach ist die Kontoeröffnung oftmals unproblematisch, aber man muss da ein ziemliches Hackmack machen, damit die Bank erstmal ein Konto eröffnet. Man muss da dann einen Wohnsitz darstellen. Oftmals haben wir Dienstleister, die das machen können. Wenn man jetzt ohnehin irgendwo eine Postadresse sucht, dann ist das wunderbar. Oder wenn man jetzt sowieso natürlich plant, für einen Plan B einen Wohnsitz im Ausland zu begründen, dann macht das sicherlich Sinn. Aber jetzt nur für das Konto fragen sich natürlich manche, soll ich das wirklich tun? Aber nun, wie der Engländer sagt, without further ado, ich werde dir nun über 5 Konten berichten ohne Informationsaustausch, die wir für dich eröffnen können. Wir haben 5 Länder, die nicht am OECD-CRS teilnehmen, in unserer Liste, und dann habe ich noch ein weiteres Bonusland. Das nimmt zwar theoretisch daran teil, aber praktisch ist der Informationsaustausch noch nicht eingeführt. Land Nummer 1 ist Tansania in Afrika, hier insbesondere Sansibar. Dort haben wir schon viele Konten eröffnet. In Sansibar gibt es viele internationale Banken, zum Beispiel aus Kanada, zum Beispiel auch aus Südafrika. Wie du vielleicht weißt, unternehmen wir regelmäßig Reisen nach Sansibar, weil man dort sehr günstig Immobilien erwerben kann. Mit diesen Immobilien bekommt man dann einen Aufenthaltstitel. Das ist doch steuerlich interessant, denn wenn du einen solchen Aufenthaltstitel hast, sind ausländische Einkünfte steuerfrei. Jeder, der nun einen Wohnsitz hat, beziehungsweise jeder, der dort in eine Immobilie investiert hat, unserer Mandanten, auch wenn der natürlich dort mietet, der bekommt dann ein anwaltliches Schreiben von dort, von unserem Anwalt, welcher bestätigt, dass derjenige eben dort wohnt, beziehungsweise auch wenn die Immobilie zum Beispiel noch nicht gebaut ist, dass er dort investiert hat, und dann eröffnet die Bank in Sansibar ein Konto für ihn. Da gibt es dann Konten in verschiedenen Währungen, unter anderem auch US-Dollar und Euro. Und soweit wir wissen, funktioniert das alles ziemlich gut. Du hast dann auch Debitkarten, also durchaus eine brauchbare Sache, aber natürlich nicht etwas, was jetzt jeder so ohne weiteres machen kann, außer er hat nun wirklich dort einen Wohnsitz in Sansibar. Land Nummer 2 ist Serbien. Auch dazu haben wir ja schon viele Videos auf diesem Kanal gemacht. Serbien ist nun eins der Länder, was auch nicht am Informationsaustausch teilnimmt, aber um dort ein Konto zu eröffnen, musst du dort effektiv ansässig sein. Das heißt, du brauchst einen Aufenthaltstitel und du brauchst natürlich auch eine Wohnadresse. Über unseren Partner vor Ort in Serbien können wir das darstellen. Wir machen ja regelmäßig auch Seminare in Serbien zu dem Thema. Ich persönlich finde das eine gute Sache. Allerdings muss man sagen, dass das nicht ohne Komplikationen ist. Es sind einige Besuche von dir in Serbien dafür notwendig, damit das Ganze funktioniert. Und unserer Erfahrung nach sind auch ausländische Banken jetzt nicht so happy, wenn sie Geld nach Serbien überweisen müssen. Wenn du zum Beispiel Euro überweisen willst nach Serbien auf dein serbisches Eurokonto, dann machen ja nicht die serbischen Banken ein Problem, sondern die ausländischen Banken, die das Geld senden müssen. Ein weiteres Problem in Serbien ist ja, dass sie das kyrillische Alphabet haben und viele sprechen dort auch kein Englisch. Das heißt, die konkrete Bedienung des Kontos kann dann schon manchmal ziemlich haarig werden. Wie gesagt, wir haben dort sehr fähige Partner, die dich dann schon unterstützen können, aber man will natürlich im Grunde auch nicht abhängig sein von Dritten bei der Bedienung des eigenen Kontos. Das dritte Land, das ich dir vorstellen möchte, das nicht in der EU ist, sondern nicht am Informationsaustausch teilnimmt,
ist Nordmazedonien. Das ist jetzt eins der Länder, wo die Kontoeröffnung eigentlich relativ einfach ist. Da brauchst du auch keinen Wohnsitz in Nordmazedonien. Dort musst du dann einmal vorbeigehen, einfach mit den üblichen Dokumenten, also ein Adressnachweis und dein Ausweis respektive dein Reisepass, und dann wird das Konto für dich eröffnet. Auch dort haben wir Lokalkollegen vor Ort, die dir dabei helfen können. Daher auch Nordmazedonien kann man absolut empfehlen. Übrigens, bei der gleichen Bank in Nordmazedonien ist es auch möglich, ein Firmenkonto zu eröffnen in Euro für deine amerikanische LLC oder auch andere ausländische Gesellschaften. Du magst dich erinnern, ich hatte ja vor kurzem schon mal ein Video zu dem Thema gemacht. Grundsätzlich sind ja alle Konten in der EU inklusive Firmenkonten vom zentralen Bankkontenregister betroffen und auch von der Aufsicht bzw. der Überwachung durch die AMLA. Das heißt, wenn du zum Beispiel für deine amerikanische LLC ein Konto in der EU hast, weil du zum Beispiel ein Eurokonto bei Wise hast, dann kann erstens ab 2027 oder 2028 das deutsche Finanzamt bzw. andere deutsche Ermittlungsbehörden direkt in das Konto reinschauen. Und selbst wenn du jetzt schon lange nicht mehr in Deutschland wohnst, dann willst du das vielleicht nicht, weil du weißt ja, dass letztlich der Staat alles, was er kann, gegen dich verwendet. Daher sollte man nach Möglichkeit schauen, dass man ein Eurokonto hat für die LLC zum Beispiel. Außerhalb der EU und in Nordmazedonien ist so etwas möglich. Auch dabei können wir dich natürlich unterstützen. Die Banken in Nordmazedonien übrigens natürlich auch wie die Banken in Serbien, das sind lokale Banken, das sind keine internationalen Banken, aber bisher ist uns nichts Schlechtes darüber bekannt. Als nächstes möchte ich über die USA reden. Die USA, weißt du, sie nehmen nicht am Informationsaustausch teil, beziehungsweise nicht am Informationsaustausch OECD-CRS. Sie haben einen eigenen Informationsaustausch und der heißt FATCA. Viele wissen nicht, dass FATCA bidirektional ist, das heißt, wenn du als natürliche Person mit deutschem Wohnsitz, mit deutscher Steuernummer ein Konto in den USA eröffnest, was gegebenenfalls möglich ist, weil du vielleicht ein Ferienhaus dort hast, dann werden deine Informationen nach Deutschland geschickt. Wenn du das verhindern willst, kannst du ganz einfach eine amerikanische Steuernummer ITIN beantragen und eine amerikanische Adresse nutzen. Wie gesagt, das ist komplett legal. Bei der Bank in den USA fragt dich niemand danach, ob du wirklich an dieser Adresse lebst. Die brauchen nur eine physische Adresse und deine amerikanische Steuernummer, dann giltst du dort für die Bank letztlich in der Logik der Bank als Steuerinländer und du fällst nicht unter den bidirektionalen FATCA-Informationsaustausch. Grundlage dafür ist, dass du eine ITIN hast, eben die amerikanische Steuernummer. Diese bekommst du nur, wenn du Einnahmen in den USA hast, zum Beispiel Mieterträge, oder du kannst natürlich eine amerikanische LLC gründen. Auch das können wir für dich machen. Dann bekommst du ebenfalls die ITIN. Die ITIN ist ebenfalls bei uns in unserem LLC-Paket drin enthalten und auch eine Wohnadresse in den USA können wir dir zur Verfügung stellen. Du weißt ja wahrscheinlich, ich bin 2008 in die USA ausgewandert. Unser Office ist in Austin und im Großraum Austin können wir dir auch eine echte Wohnadresse zur Verfügung stellen, die eben auch der Überprüfung der Bank standhält. Wenn das so ein allgemeines Mail-Weiterleitungszentrum ist, dann geht das nicht und es darf natürlich auch keine Büroadresse sein. Es muss eine wirkliche Wohnadresse sein. Wenn du die Adresse, die wir dir geben, in Google nachschaust, dann kannst du wunderbar Bilder dieses Apartmentblocks sehen, inklusive Pool, inklusive Parkplatz. Also das ist garantiert eine echte Wohnung, die jeder Überprüfung standhält. Sobald du dann deine persönliche Steuernummer hast und die Adresse, musst du einmal in die USA reisen und kannst dann dort Konten eröffnen. Gleichzeitig kannst du natürlich dann dieses Setup benutzen, um auch Bonität in den USA aufzubauen, um dort sehr potente Kreditkarten zu erhalten, um dir eine zweite finanzielle Identität aufzubauen oder einfach um die Karten zu verwenden, um eben Meilen zu sammeln. Und das ist sehr attraktiv in den USA, weil das viel einfacher ist als mit europäischen Karten. Und dann können du und deine Familie ab sofort laufend Business Class oder sogar First Class fliegen und das zu sehr geringen Kosten. Das fünfte und das letzte Land, das ich dir nennen will, und dann gibt es auch unser Bonusland, das sind die Philippinen. Ehrlich gesagt, die Lösung in den Philippinen, die ist meine Lieblingslösung. Die Philippinen nehmen auch nicht am Informationsaustausch teil. Du weißt ja, wir haben in Davao City ein Büro. Davao City, das ist die zweitgrößte Stadt in den Philippinen. Wir organisieren auch immer wieder Reisen dorthin. Ideal als internationaler Wohnsitz oder auch als Zweitwohnsitz oder Plan B Wohnsitz. Die Mieten sind extrem günstig dort. Das heißt, hier können wir dir einen echten Wohnsitz einrichten. Du zahlst ein paar $100 Miete im Monat. Du kriegst eine Meldebestätigung der Gemeinde. Du kriegst eine Steuernummer. Du bekommst einen Brief der Steuerbehörde, die bestätigt, dass du dort steuerlich erfasst bist. Keine steuerliche Ansässigkeitsbescheinigung, möchte ich hier ganz klar sagen, aber eben eine Bestätigung der Behörde. Außerdem eine kleine Plastikkarte mit der Steuernummer drauf. Und wenn du diese Unterlagen hast, dann kannst
kannst du dort zu lokalen Banken gehen und ein Konto eröffnen. Und diese Dienstleistung ist ebenfalls in unserem Leistungspaket mit enthalten. Du musst nicht zusätzlich draufzahlen. Wir haben dort eine sehr gute Beziehung zu einer sehr großen Bank. Es ist keine philippinische Bank, es ist eine der größten Banken der Welt, eine der Top 10 Banken weltweit, eine große asiatische Bank mit einer tollen Reputation. Und das Beste ist, wenn du dann bei dieser Bank ein Konto hast bei der Filiale der Philippinen, dann kannst du über diese Filiale auch gleich dann deine Daten, deine Identität verifizieren, wenn du ein Konto bei der gleichen Bank in Singapur oder Hongkong eröffnen willst. Wohlgemerkt, Hongkong und Singapur nehmen beide am Informationsaustausch teil. Aber wenn du dich natürlich über die Philippinen verifizieren lässt, weil du ja gegenüber der philippinischen Bank dort deine philippinische Adresse verwendest, dann findet natürlich kein Informationsaustausch statt, weil natürlich zwischen Singapur und den Philippinen beziehungsweise Hongkong und den Philippinen kein Informationsaustausch stattfindet, da die Philippinen nicht teilnehmen. Das waren sie also, unsere 5 Länder. 5 Länder, bei der wir dir helfen können. Es gibt sicherlich auch noch andere, wo wir dir dabei helfen können, aber das sind 5. Da helfen wir Mandanten sehr viel dabei, Konten zu eröffnen. Ich habe jetzt noch ein Bonusland. Dieses Bonusland nimmt zwar mittlerweile am Informationsaustausch teil, aber das wird im Land noch nicht durchgesetzt. Und dieses 6. Land, das ist Georgien. Georgien ist ein sehr offenes Land, ein sehr freundliches Land, ein Land, was sich sehr stark Richtung Westen orientiert. Da kannst du sehr einfach ein Konto eröffnen. Du brauchst hier die üblichen Unterlagen, Reisepass und natürlich auch einen Adressnachweis. Wir haben noch einen Top-Anwalt, Daniel, mein Kollege, unternimmt ja regelmäßig auch Reisen dahin, hat das selbst ausprobiert, alles, das funktioniert alles hervorragend. Wie gesagt, die Bank fragt dann nicht nach einem Adressnachweis oder nach einer Steuernummer, obwohl das Land theoretisch am Informationsaustausch teilnimmt. Das kann sich natürlich alles ändern in Kürze. Deswegen ist ja das sozusagen jetzt nur ein Bonusland. Wenn du natürlich in einem Land lebst, wie zum Beispiel Serbien oder die Philippinen, die nicht am Informationsaustausch teilnehmen, dann schickt natürlich auch Georgien deine Informationen nicht an deinen Wohnsitzstaat zurück. Ganz wichtiger Punkt übrigens, den viele nicht realisieren: Der Informationsaustausch hängt nicht an der Staatsbürgerschaft, sondern am Wohnsitz. Ja, also nur weil du Deutscher bist, aber einen Wohnsitz im Ausland hast, heißt das nicht, dass dann die Bank Informationen nach Deutschland schickt, sondern sie schickt die Infos dann an dein Wohnsitzfinanzamt, wo auch immer das sein mag. All die Dienstleistungen zu den Kontoeröffnungen natürlich auf unserer Webseite. Link dazu packe ich in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wie gesagt, zu allen hier genannten Ländern organisieren wir auch regelmäßig Reisen und wir können natürlich dabei auch helfen, einen Wohnsitz dort darzustellen. Aber das Beste ist natürlich, wenn man dort keinen Wohnsitz braucht, sondern es ohne machen kann, beziehungsweise wenn man ohnehin plant, einen Wohnsitz im Ausland zu etablieren und diesen dann auch bei Banken nutzen kann. In diesem Sinne, schau dir ruhig mal unsere Veranstaltung an. Link dazu packe ich ebenfalls in die Beschreibung dieses Videos. Ansonsten kannst du gerne auch ein Beratungsgespräch buchen. Link dazu ebenfalls in der Beschreibung dieses Videos. Da sind jetzt so viele Links drin. Ich hoffe, du findest dich noch zurecht. Ich habe Deutschland und die EU vor 25 Jahren verlassen. Ich habe es nie bereut. Auch du wirst es nicht bereuen, wenn du dich vor der Zugrifflichkeit der EU endlich befreist. Wir helfen Mandanten seit 20 Jahren, sich im Ausland steueroptimiert zu positionieren, Vermögen aufzubauen, zweite Staatsbürgerschaften zu erlangen, Konten zu eröffnen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.